Nach meinem Video darüber, wie du in einem Vorderteilschnitt einen Brustabnäher einbauen kannst, kam die Frage auf, ob das für fertige Kleidung auch möglich ist. Und ja, das geht, wenn auch mit Abstrichen. Ich bin Katja Winnichner und in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in einem gekauften Oberteil ohne Hilfe selber einen Abnäher abstecken kannst und wie du den nähst. Dabei zeige ich dir auch, wo Probleme auftauchen werden und wie du die lösen kannst. Wenn du so eine Änderung machen möchtest, dann sollte dein T-Shirt genug Länge und Weite haben. Es sollte dir also gut passen. Durch einen Abnäher gibst du dem Oberteil eine Form und stellst die Balance zwischen vorn und hinten her. Aber du kannst dieses T-Shirt weder weiter noch länger machen. Und jetzt lass uns starten. Ich werde dir jetzt zeigen, wie ich in dieses T-Shirt ein paar Brustabnäher einbaue. Zunächst einmal machen wir eine Bestandsaufnahme. Wenn ich das T-Shirt anhabe und du mich von vorne betrachtest, siehst du deutliche Schrägzüge zum Brustpunkt hin. Die Weite staut sich am Rücken und der Saum steht vorne ab. Das heißt, mein Vorderteil sollte vorne länger werden oder das Rückteil kürzer. Indem ich einen Brustabnäher einbaue, kann ich diese Balance zwischen vorn und hinten wiederherstellen. Ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Zunächst einmal bildest du an der Seite eine kleine Falte in Höhe des Brustpunktes und schaust, ob der Saum vorne gerade wird. Du steckst das jetzt ab. Und jetzt siehst du schon, wie die Schrägzüge hier verschwinden und der Saum im Vorderteil gerade wird. Wenn du das von vorne anschaust, kannst du das auch direkt vergleichen. Hier sind die Schrägzüge noch vorhanden und hier ist es besser. Nun markierst du dir auf der anderen Seite den Brustpunkt und jetzt ziehst du das Shirt aus und steckst den anderen Abnäher auf den Tisch. Ich zeige dir das. Ich habe nun das Shirt hier auf dem Tisch und du siehst den abgesteckten Abnäher und die Markierung des Brustpunktes auf der anderen Seite. Nun misst du die Tiefe des Abnähers, also den Abnäherinhalt. Der liegt bei diesem T-Shirt bei 5 cm, also 2,5 mal 2. Diesen Betrag steckst du nun auch auf der anderen Seite ab. Du hast auf beiden Seiten jetzt den gleichen Brustabnäher. Um die Länge für später kontrollieren zu können, empfehle ich, diese Faltenbreite über den ganzen Rücken abzustecken. Das heißt, du drehst dein T-Shirt rum und steckst von der Seitennaht zur anderen Seitennaht eine Falte von 2,5 oder dein Betrag ab. Schön parallel, so schaut das dann aus. Und jetzt ziehst du dieses T-Shirt nochmal an. So sieht das Ganze jetzt angezogen aus, die Abnäher und im Rückteil die Falte. Jetzt kannst du ziemlich gut sehen, ob der Saum gerade ist und vor allen Dingen, ob der dir, wenn du diese Änderung genäht hast, noch lang genug ist oder ob du am Saum etwas zuarbeiten musst. Die Schrägzüge sind verschwunden. Wir ändern jetzt nur dieses Vorderteil, indem wir die Brustabnäher einbauen. Am Rückteil verändert sich nichts. Die Falte im Rücken ist nur dafür da, festzustellen, ob der Saum, die Saumlinie jetzt gerade ist. Bevor es weitergeht, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du von einem einfachen Oberteil oder von einem Sweatshirt den Schnitt abnehmen kannst. So kannst du dir dein Lieblingsteil kopieren. Den Link dafür findest du in der Videobeschreibung. Im nächsten Schritt markierst du dir jetzt beide abgesteckten Abnäher. Das machst du in gewohnter Weise, entweder mit Nadeln oder von links mit einem selbstlöschenden Stift oder mit Schneiderkreide. Das machst du so, wie du das immer machst. Die Falte am Rücken brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese Nadeln kannst du komplett entfernen. Ich markiere mir das immer mit Nadeln. Wir nähen dann den Abnäher von der linken Seite her. Das sieht man schon sehr schön jetzt. Das ist ja mein Brustpunkt
Und auf der anderen Seite mache ich das jetzt auch. Hier siehst du jetzt beide markierte Abnäher. Im Rückteil ist nichts mehr. Im nächsten Schritt muss ich nun an die Stelle hin. Dazu trenne ich beide Seitennähte auf, mindestens bis zum Armloch. Dabei ist es sinnvoll, den Saum auch aufzutrennen, weil der ja jetzt im Vorderteil deutlich kürzer werden wird als im Rückteil. Die Seitennähte sind nun aufgetrennt und gebügelt. Im nächsten Schritt zeichnest du dir die Brustabnäher ein und das machst du gleich von der linken Seite. Dazu faltest du dein Vorderteil einmal rechts auf rechts zusammen und legst die Seitennähte und das Armloch aufeinander. Das hier ist ja der Brustpunkt, den du abgesteckt hast. Und zu diesem Brustpunkt zeichnest du im rechten Winkel eine Linie Richtung Seitennaht. Von dieser Linie weg trägst du jetzt den Abnäherinhalt jeweils zur Hälfte nach oben und unten an. Das ist wichtig, dass du das gleichmäßig im rechten Winkel machst, weil dann die Abnäherschenkel gleich lang werden und sich später beim Zusammennähen hier keine unschöne Stufe ergibt. Bei mir waren das jetzt jeweils 2,5 cm und dann zeichnest du den Abnäher aus. Und zwar nicht bis zum Brustpunkt. Üblicherweise enden solche Brustabnäher 2 bis 3 cm vor dem Brustpunkt. Ich würde jetzt von diesem Brustpunkt einmal 2 cm Richtung Seitennaht zeichnen und das ist der Punkt, den ich mit meinem angezeichneten Inhalt verbinde. Diesen Abnäher übertrage ich jetzt noch auf die andere Seite. Und im nächsten Schritt steckst du dir den zusammen und nähst den. Der Abnäher ist nun hier genäht und nach unten gebügelt. Und hier könnte schon das erste Problem auftauchen. Dieser Abnäher hat einen relativ kleinen Abnäherinhalt. Und trotzdem ist der Abstand zwischen dem Ende hier und der Kante der Seitennaht schon ungefähr einen halben Zentimeter groß. Wenn du einen tieferen Abnäher hast, dann wird der Abstand entsprechend größer und du wirst ihn nicht mehr in der Seitennaht erfassen können. Ich empfehle dann, den Abnäherinhalt hier rauszuschneiden, dass du beim Zusammennähen der Seitennähte den sicher mitfassen kannst. Bevor du die Seitennähte jetzt wieder schließt, solltest du überlegen, wie du die Saumverarbeitung gestalten willst. Das Rückteil ist um den Betrag länger, den du für die Abnähertiefe gebraucht hast, also für den Abnäherinhalt gebraucht hast. Bei mir sind das 5 cm. Bei der Anprobe habe ich ja für mich schon entschieden, dass es für mich reicht, wenn ich das Rückteil am Saum einfach abschneide und neu säume. Wenn du jetzt einen tieferen Abnäher hast, dann möchtest du vielleicht das nicht einfach abschneiden, sondern dann brauchst du eine Lösung für eine Saumverlängerung. Das kann ein Stoffstreifen sein, der passend zum Originalstoff ist, oder vielleicht sogar ein Kontraststoff oder eine Spitze. Es gibt auch noch eine andere Methode und die zeige ich dir jetzt noch. Und zwar werde ich die Hälfte von dem übrig gebliebenen Streifen abschneiden und an das Vorderteil nähen und dadurch einen falschen Saum im Vorderteil kreieren. Das geht nur, wenn dein Vorder- und Rückteil gleich breit sind. Hier siehst du das Vorderteilende und hier siehst du das rückwärtige Ende. Ich teile jetzt diesen Betrag durch 2 und schneide in der Mitte hier einen Streifen ab. Das kannst du genau ausmessen oder aber dich an den aufgetrennten Saumnähten orientieren. Und diesen Streifen nähe ich jetzt, bevor ich die Seitennähte schließe, rechts auf den vorderen Saum. So sieht der fertige Saum nun aus. Also ich hatte den Streifen angenäht, dann habe ich die Seitennähte geschlossen und den ganzen Saum gesäumt, vorne und hinten. Hier siehst du das fertige T-Shirt mit den 2 Abnähern. Du kannst schon sehen, wie sich die Brust hier reinformt. Ich werde das jetzt nochmal anziehen und dann zeige ich dir genau, was sich verändert hat. So sieht nun mein Ergebnis aus und du siehst, die Schrägzüge sind relativ gut verschwunden und die Abnäher sind richtig platziert. Die Balance zwischen vorn und hinten ist hergestellt. Nichts staut sich mehr im Rücken und das T-Shirt ist vor allen Dingen auch noch lang genug und weit genug. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat und dir geholfen hat, die Passform deines T-Shirts zu verbessern. Mehr zum Thema T-Shirt-Schnitt und Passform findest du auf meinem Kanal. Ich freue mich über ein Like und bedanke mich fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao!